Good morning, Daniel and Reinhard are ready again to continue to teach you. Guten Morgen, Daniel und Reinhard sind wieder bereit, euch weiter zu lehren. But now he is another guy here, Hier ist noch ein weiterer Mann, Epaphras. Epaphras. He's also from Kolossä, Er kommt auch aus Kolossä and he sends his loving greetings. und sendet liebe Grüße. Look, it's beautiful how Paul always compliments the people who work with him. Wie toll Paulus die Leute lobt, die mit ihm zusammenarbeiten. Paul says, I can tell you that he's a true servant of Christ. Paulus sagt, ich kann euch sagen, dass er ein wahrer Diener Christi ist. He always labors and intercedes or prays for you. Er arbeitet immer mit, tritt für euch ein und betet für euch. Look, these people carried the church in their hearts. It was not just a ministry. Schau, diese Menschen trugen die Gemeinde in ihren Herzen. Es ging nicht nur um einen Dienst. You know, one time I did a little survey as I was traveling in many nations of the world. Ich machte einmal eine kleine Umfrage, als ich in vielen Ländern der Welt unterwegs war. And I began to ask pastors. Ich befragte Pastoren And I told them, I promise you that I will never mention your name. I will keep this anonymous. und versprach ihnen, ihren Namen niemals zu erwähnen. Ich würde dies anonym halten. I wanted to find out the prayer life of the people. Ich wollte etwas über das Gebetsleben der Menschen herausfinden. It was really shocking. Es war wirklich schockierend. That basically pastors had a very little prayer life unless it was a religious prayer life. Im Grunde genommen hatten die Pastoren ein sehr eingeschränktes Gebetsleben, außer es ging um das religiöse Gebetsleben. You know, I wanted to know specifically how much they prayed for the church that they are taking care of. Ich wollte konkret wissen, wie viel sie für die Gemeinde, die sie betreuten, beteten. And basically, the only, or almost the only prayers that I found in pastors for the church were prayers to fix problems. Und fast alle Gebete, die Pastoren für die Gemeinde gebetet hatten, waren solche, die dazu dienten, Probleme zu lösen. You know, and I've told them, if you would learn to pray right, you wouldn't have spent so much time in prayer to solve the problem. Ich sagte ihnen, wenn ihr lernen würdet, richtig zu beten, müsstet ihr nicht so viel für die Lösung eines Problems beten. So Epaphras was not only a co-laborer of Paul, but he also was praying for the church in Kolossä. Epaphras war also nicht nur ein Mitarbeiter von Paulus, sondern er betete auch für die Gemeinde in Kolossä. So what was he praying for them? Was also betete er für sie? He was praying that they would always have enough prosperity so their life can be wonderful. Er betete, dass es ihnen immer gut gehe, dass ihr Leben wunderbar sein kann. He was praying that everybody would have a good job and nobody would be unemployed. Er betete, dass jeder eine gute Arbeit habe und niemand arbeitslos sei. He was praying that they all would have happy marriages so that they could be happy. Er betete, dass sie alle eine glückliche Ehe führten, damit sie glücklich seien. Is that what he was praying for? Hat er dafür gebetet? No. Nein. Look, his prayers are filled with a request to God that you would grow and mature. Schau, seine Gebete sind voll von Bitten an Gott, dass ihr wachsen und reifen möget. This obviously was the heart of the Apostle Paul, so he must have learned it from Paul. Das war offensichtlich das Herz von Paulus, also muss er es von Paulus gelernt haben. Because constantly Paul's deep heart desire was for the church to grow and to mature. Denn Paulus' tiefster Herzenswunsch war stets, dass die Gemeinde wächst und reift. Look how beautiful Paul expresses this. Schau, wie schön Paulus das ausdrückt. Standing complete and perfect in the beauty of God's plan for your lives. Dass ihr vollständig und vollkommen seid in der Schönheit von Gottes Plan für euer Leben. Look, the plan of God for every Christian's life is beautiful. You have to understand it. Der Plan Gottes für das Leben eines jeden Christen ist wundervoll. Das musst du verstehen. So if you live the plan of God, you live a beautiful life. If you don't live the plan of God, you live a stressful life. Wenn du nach Gottes Plan lebst, hast du ein wunderschönes Leben. Wenn du nicht nach dem Plan Gottes lebst, hast du ein stressiges Leben. And the desire of Epaphras was that the church constantly grows in maturity. Und der Wunsch des Epaphras war, die Gemeinde ständig wachsen und reifen zu sehen. And they would stand complete in this beautiful plan that God has written over their lives. Dass sie in diesem herrlichen Plan, den Gott für ihr Leben geschrieben hat, ganz und gar aufgeht. See, didn't Paul pray a similar prayer at the very beginning of this letter? Hat nicht auch Paulus am Anfang dieses Briefes ein ähnliches Gebet gesprochen? Wasn't he the one who prayed that it would be all filled with the knowledge of the will of God? War nicht er derjenige, der gebetet hat, dass sie alle mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden? I'm going to say something here. Ich werde hier etwas sagen. In my understanding, Nach meinem Verständnis a true apostle of Jesus Christ ist ein wahrer Apostel Jesu Christi is much more concerned
that the Church of Jesus Christ grows into maturity and perfection and lives the plan of God. Vielmehr darauf bedacht, dass die Gemeinde Jesu Christi in Reife und Vollkommenheit wächst und den Plan Gottes lebt, Than he is to have a magnificent building, a big ministry and lots of people. als darauf, dass er ein prächtiges Gebäude, einen großen christlichen Dienst und viele Menschen hat. Think about this. Denk darüber nach. So I hope you have a heart for the church. Ich hoffe, du hast ein Herz für die Gemeinde. I hope you have a true burden for the bride of Jesus Christ. Ich hoffe, du hast eine echte Last für die Braut Jesu Christi. So what is your desire for her? Was ist dein Wunsch für sie? If you're involved in any kind of leadership, Wenn du auf irgendeine Weise an der Leitung beteiligt bist, whatever that looks like, wie auch immer das aussieht, I'm going to challenge you today and ask you, what is your biggest desire for the people you lead? fordere ich dich heute heraus und frage dich, was ist dein größter Wunsch für die Menschen, die du leitest? Is it to get more people added so the whole thing can be bigger? Willst du, dass noch mehr Leute dazukommen, damit das Ganze noch nur größer wird? You know, the New Testament is very simple. And God added those to the church who were being saved. Weißt du, das Neue Testament ist sehr einfach. Und Gott fügte der Gemeinde diejenigen hinzu, die gerettet worden sind. See, they did the preaching of the gospel and they knew that God had to do the adding. Sie predigten das Evangelium und wussten, dass Gott das Hinzufügen übernahm. But you know, the heart's desire of these apostles who worked together with the apostle Paul, I believe they were all apostles. Aber weißt du, was der Herzenswunsch dieser Apostel war, die mit Apostel Paulus zusammenarbeiteten? Ich glaube, dass sie alle Apostel waren. Because they were all sent to serve Paul, to serve together with Paul. A sent one is an apostle. Denn sie wurden alle gesandt, um gemeinsam mit Paulus zu dienen. Ein Gesandter ist ein Apostel. So their heart was that people would come to maturity and live the beauty of God's plan. Ihr Herzenswunsch war, dass die Menschen zur Reife kommen und die Schönheit des Plans Gottes leben. Live the beauty of God's plan for your life, Lebe also die Schönheit des Plans Gottes für dein Leben or live the misery of your own plan for your life. oder erlebe das Elend deines eigenen Lebensplans. Which of those two would you rather have? Welches dieser zwei Dinge ist dir lieber? I hope you say the first one. Ich hoffe, du entscheidest dich für das Erste. Yes, God's plan for your life is beautiful. It doesn't matter whether you agree with it or not. Ja, Gottes Plan für dein Leben ist wunderschön. Es spielt keine Rolle, ob du damit einverstanden bist oder nicht. So ask the Holy Spirit today. Also frage heute den Heiligen Geist. Say, Holy Spirit, am I living the beauty of your plan or the misery of my own plan? Heiliger Geist, lebe ich die Schönheit deines Plans oder das Elend meines eigenen Plans? And then follow him. Und dann gehorche ihm. See you tomorrow. Bis morgen.